Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde ShareX and Fidget. Heute wollen wir ein bisschen über das Feedback zum World Boss reden, denn dort kam es jetzt nach verschiedenen Feedbacks von der Community und vom Tavernen-Discord aus zu einem Endergebnis sozusagen, worüber man jetzt das nächste Mal diskutieren kann, ob das alles so in Ordnung ist, beziehungsweise was man halt eben noch verbessern kann. Das Feedback zum World Boss ist noch nicht hundertprozentig öffentlich, also es ist auf den Beta-Servern von der Taverne und sowas zu sehen. Mir wurde das gestern auch zugesandt von der Community, damit wir uns das heute mal zusammen durchlesen. Also so ist es natürlich schon da, aber es ist noch nicht irgendwie in Social Media oder im Forum, beziehungsweise nicht im Forum, hier im Blogbereich ist das Ganze noch nicht zu sehen. Das heißt, es könnte auch noch sein, dass dort ein wenig was verändert wird an den Changes zum World Boss, aber erstmal möchte ich euch so die erste Version davon zeigen. Ja, das Ganze habe ich hier auf Deutsch mir übersetzen lassen. Ich hatte davon auch nur einen Screenshot bekommen, weil ich da selbst gar nicht drin bin irgendwie in dem Bereich, beziehungsweise da keinen Zugriff irgendwie drauf habe. Und deswegen wurde mir da ein Screenshot gesendet und den hatte ich dann halt eben mit KI übersetzen lassen. Ja, deswegen nur das mal so zur Info. Also, wir haben hier einmal jetzt die ersten Changes zum World Boss in Bezug auf den Kampf. Stadtbanner werden entfernt. Um sich für den Kampf zu registrieren, reicht es aus, das Event im Spiel zu betreten. Ja, also keine Stadtbanner mehr. Ist ja schon mal erstmal, denke ich mal, okay. Das heißt, wir haben keine extra Währung, die wir benötigen, um überhaupt bei diesem Event teilzunehmen. Das heißt, jeder kann so teilnehmen wie beim Hellevator auch. Ein simpler Beitritt reicht aus und dann kann man schon quasi den World Boss starten, beziehungsweise kann man daran teilnehmen. Diese Änderung soll die Eventkosten reduzieren und das Gameplay vereinfachen, indem der Bedarf an zwei verschiedenen Timern entfällt. Ja, wir hatten ja einmal den Stadtbanner-Timer und dann halt eben den vom Katapult. Ne? Und das war dann halt eben, ja, man musste einmal auf seinen eigenen Stadtbanner achten, dann halt eben auf die Katapultdauer und das war natürlich auch sehr kostenintensiv, weil man beides braucht halt eben, um teilzunehmen. Das entfällt jetzt nun komplett, was schon mal erstmal sehr gut ist. Das Tooltip zeigt nun genaueren durchschnittlichen Schaden für deine Werte an. Angriffe werden visualisiert und ein Angriffstimer zeigt an, wann ein Kampf bevorsteht. Die Grafik der Weltbosse wird verfeinert, um ihr visuelles Erscheinungsbild zu verbessern. Ja, wie das Ganze jetzt natürlich aussieht, können wir jetzt nur mutmaßen so, ne? Aber es war ja auch ein Kritikpunkt unter anderem, dass halt eben der Weltboss, so wie er halt ist, nicht wirklich so als Weltboss von der Community gesehen worden ist. Deswegen, es hat nicht wirklich so dieses Erscheinungsbild gemacht, wie sich das manche vorgestellt haben, wie ein World Boss zu erscheinen hat. Ja, Katapult. Die verbleibende Laufzeit des Katapults wird deutlicher angezeigt. Die maximale Katapultlaufzeit wird auf 10 Stunden erweitert, sodass du eine Dauer zwischen 4 und 10 Stunden wählen kannst. Diese Option erhöht die Flexibilität und die Kosten wurden reduziert. Ja, vorher waren es ja 8 Stunden gewesen für das Katapult. Das war natürlich dann auch hier und da mal so ein bisschen zu wenig, deswegen gibt es hier 2 weitere Stunden auf jeden Fall für die Katapultzeit, was natürlich dann auch wiederum das Event dann auch nochmal in Bezug auf das Katapult günstiger macht. Also wir haben jetzt einmal die Stadtbanner, die entfallen und dann das Katapult, wo halt die Laufzeit dann auch nochmal ein bisschen angehoben worden ist, also schon mal 2 Faktoren, die schon mal so ein bisschen in die richtige Richtung gehen in Bezug auf die Pilzkosten. Ja. Katapulte werden mit Katalysatoren gekauft, da die Stadtbanner entfernt wurden. Die Kosten variieren je nach gewählter Laufzeit. Die Kosten für Upgrades wurden bisher als zu hoch angesehen, daher werden wir sie reduzieren, um das Event erschwinglicher zu machen. Also quasi Nerf Nummer 3 sozusagen, beziehungsweise Buff eigentlich für uns, dass die Kosten von den Upgrades für das Katapult auch nochmal reduziert werden, weil die halt einfach nachher viel zu teuer geworden sind. Also da wird das Event dann auch nochmal ein bisschen günstiger gemacht. Niedrigere Upgrade-Stufen
erhalten einen Leistungsbonus, ja, was auch immer das genau ist. Die Boni für diese Stufen werden steigen, während der maximale Bonus für das höchste Upgrade unverändert bleibt. Diese Verbesserung soll das Event für Ego- und Free-to-Play-Spieler attraktiver machen. Ja, also niedrigere Upgrade-Stufen erhalten einen Leistungsbonus. Das heißt, niedrigere Upgrade-Stufen, nicht die hohen, werden dann nochmal anscheinend ein bisschen gebufft werden, sodass quasi auch Free-to-Play und Low-Eco-Spieler auch ein bisschen mehr Schaden machen. Also so verstehe ich das Ganze jetzt hier auf jeden Fall. Genau. Upgrades bieten, also doch, das liest sich auf jeden Fall. Also ich hatte es erst nicht geblickt, aber die Boni für die Stufen werden steigen, ja, während der maximale Bonus für das höchste Upgrade unverändert bleibt. Das heißt, die Leute, die beim letzten World Boss auch schon reingepilzt haben und sich die Max Boni geholt haben, da verändert sich für die nichts, für die Hardcore-Pilzer bleibt alles so wie es ist. Nur für die Free-to-Play und Eco-Spieler wird der Damage auf den unteren Ebenen, auf den niedrigeren Upgrade-Stufen ein bisschen angepasst und höher skaliert sozusagen. Ja. Upgrades bieten früher eine Chance auf Spezialangriffe, wodurch das Event noch lohnenswerter wird. Ja, wir hatten ja vorher nur die Chance auf Spezialangriffe, wenn wir ein Upgrade auf Stufe 10 gezogen haben. Dann hatten wir, glaube ich, eine 5%ige Chance, einen Spezialangriff zu machen. Okay, 5 Slots hatten wir ja, wenn alle 5 Upgrades auf 10 gezogen so worden sind, dann haben wir ja 5 mal 5% war das, glaube ich, dann. Und das wird jetzt anscheinend auch ein bisschen verringert, sodass man diese Spezialangriffe ein bisschen früher bekommen kann und nicht erst, wenn man die auf 10 verbessert hat. Ja, ich würde mir hier auf jeden Fall noch wünschen, dass man genauer weiß, was diese Spezialangriffe sind, denn beim letzten Mal weiß man gar nicht, was die machen, wie viel Damage die machen, was die überhaupt können, lohnt es sich darauf zu gehen. So, da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was, mal gucken, ob da auch noch ein bisschen was kommt, ne? Aber es hört sich erstmal schon mal soweit ganz gut an. Dann haben wir hier die Rangliste. Um die Transparenz zu erhöhen, werden wir eine Schlachtprotokoll-Registerkarte einführen, die die Art des Angriffs kritisch oder speziell sowie den Zeitpunkt jedes Angriffs anzeigt. Außerdem zeigt sie den täglichen Fortschritt und alle erhaltenen Belohnungen. Die Ranglistenklassen werden erweitert, damit jeder in einem Spielmodus eine verdiente Belohnung erhält. Ja, also hier nochmal dann zusätzliche Ranglisten auf jeden Fall für mehr Transparenz sozusagen, beziehungsweise wird hier dann nochmal anscheinend ein bisschen mehr unterschieden zwischen vielleicht auch den höchsten kritischen Damage, Einzeldamage gegen Gesamtdamage. So, da wurde ja auch ein bisschen, das Ganze war ja auch nicht ganz durchsichtig. Belohnungstruhen. Wir werden eine neue Belohnungstruhe für die Spieler einführen, der den meisten Gesamtschaden während eines Kampfes gegen einen World Boss verursacht. Ja, hatten wir ja vorher nicht, vorher war es ja der Einzelschaden. Außerdem werden wir die Truhen umbenennen, um die Aktionen klarer zu machen, für die sie vergeben werden. Belohnungen aus Schlachten und Bossbelohnungen werden leicht reduziert, um die Eventkosten insgesamt zu senken. Okay, also hier haben wir dann auch nochmal eine Extratruhe, war ja vorher auch so ein bisschen der Kritikpunkt, dass halt eben diese Truhen halt eben ein bisschen random sind für die sie halt eben kriegen, zum Beispiel halt eben der höchste kritische Schaden, der einmalig gegen den World Boss auf der Ebene vergeben worden ist. Und Leute haben teilweise gedacht, dass diejenigen diese Damage-Truhe bekommen, die den meisten Gesamtschaden gegen diesen World Boss auf der Ebene halt eben angerichtet haben. Und dann hoffe ich einfach mal, dass dadurch hier durch diese Upgrades auch ein bisschen mehr Klarheit herrscht. Ja, das sind auf jeden Fall jetzt erstmal so die beiden Verbesserungen, beziehungsweise die beiden Seiten, die bisher an Feedback so zusammengekommen sind und die jetzt auch beim nächsten World Boss verändert werden. Also so wie sich das liest, auf jeden Fall viel Fokus
auf Pilzreduktion, ist aber auch wirklich bitter nötig gewesen, weil halt wirklich ein Großteil an diesem Event leider wirklich nicht so wirklich teilnehmen konnte an Free-to-Play und Low-Eco-Spielern, und vor allen Dingen für die muss das halt interessanter gemacht werden, und das war ja halt auch eben Kritikpunkt Nummer 1, dass halt eben jeder an diesem Event teilnehmen sollte bzw. teilnehmen kann, sodass es für ihn auch Spaß macht. Und nicht, dass die Pilzkosten so hoch sind, beziehungsweise man an dem Event teilnehmen kann, nur wenn man halt eben eine gewisse Pilzanzahl dafür ausgibt. So, ne? Die Boni waren ja trotzdem nicht verkehrt, die man bekommen hat, sowohl Free-to-Play als auch Pay-to-Win. Ja, also sowohl Free-to-Play-Spieler haben auch, wenn man da die ganzen Ebenen und sowas mitgenommen haben, trotzdem auch Milliarden Gold bekommen. So, ne? Also die Boni waren nicht schlecht, deswegen im letzten Punkt vielleicht auch ein klein wenig verständlich, sag ich mal, dass Belohnungen aus Schlachten und Bossbelohnungen leicht reduziert werden, um Eventkosten insgesamt zu senken. Ja, also wir haben hier quasi dadurch dann ein wenig niedrigere Boni anscheinend so, ne, weil wie gesagt, auch für Free-to-Play-Spieler, auch wenn die nicht viel machen konnten, waren die Endresultat-Boni, beziehungsweise halt eben die Boni, die man aus diesen Belohnungen, Bossbelohnungen, Schlachten bekommt, trotzdem relativ okay, würde ich sagen. Also da konnte man sich wirklich nicht beschweren. Das war so das Einzige auf jeden Fall, was man sagen könnte, jo, das war sehr gut. Aber ansonsten war halt der Rest ziemlich ausbaufähig, sag ich mal. Ne? Schreibt sehr gerne mal in die Kommentare, was ihr noch so an Feedback beziehungsweise an Verbesserungsvorschlägen da noch sehen würdet in Bezug auf den World Boss. Und wie gesagt, das Ganze ist, denke ich mal, noch nicht 100% final und wird vielleicht dann auch noch ein bisschen angepasst beziehungsweise auch noch erweitert, werden wir schauen. Deswegen auf jeden Fall sehr gerne mal eure Meinung in die Kommentare dazu. Was würdet ihr noch gerne zusätzlich beim World Boss sehen, beziehungsweise was soll da noch geändert werden. Ansonsten war es das erstmal soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.